Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was ich einer Community zu Weihnachten schenken kann. Und mir ist folgendes Thema eingefallen, welches ich für sehr passend finde. Ich sehe, wie viele von euch gerade auf die Straße gehen und Veränderungen von unserer Regierung fordern. Ja, sogar den Rücktritt dieser Regierung. Es gibt Stimmen zu hören wie: Die Bauern sind die Speerspitze für die Freiheit. Oder es betrifft uns alle. Die Landwirte machen den Anfang. Am 8.1.24 zeigen wir die Macht der Bürger, Bauern, Aufstand jetzt. Spediteure, Busfahrer, Taxifahrer, alle nach Berlin. Was zu viel ist zu viel. Neuwahlen jetzt. Das ist ein sehr starkes Zeichen und ich verstehe eure Frustration. Aber heute möchte ich euch einen Realitätscheck geben. Es ist nämlich nicht so einfach, wie es vielleicht scheint. Unser politisches System hat seine eigenen Regeln und Mechanismen, die oft nicht so flexibel sind, wie wir es uns wünschen würden. Deshalb war auch meine erste Reaktion auf dieses Video: Ihr könnt fordern, so viel ihr wollt. Das wird niemanden beeindrucken. Niemanden. Und darauf wurde ich blöd angemacht. Ich möchte jetzt nicht vortragen, was mir alles gesagt wurde. Vielleicht kann sich der eine oder andere an Kanada erinnern. Trucker fahren in die Hauptstadt rein, legen alles lahm. Justin Trudeau, kanadischer Premierminister, flieht nach Deutschland. Droht von dort das kanadische Volk. Genauer die Truckerfahrer und all diejenigen, die diese Truckerfahrer unterstützen. Und was hat das gebracht? Nichts, gar nichts. Wer ist aktueller Premierminister in Kanada? Genau, Trudeau. Ich kenne die kanadischen Regeln nicht, aber ich habe mich in die deutschen eingelesen. Hier meine Ergebnisse. Also bevor wir weiter fordern und demonstrieren, lass uns einen Blick darauf werfen, wie die Dinge hier wirklich laufen und warum es nicht immer so einfach ist, wie man wirklich denkt. Ich möchte die Diskrepanz zwischen dem, was viele Menschen auf der Straße fordern, und der Realität des politischen Systems hervorheben. Es geht mir darum zu zeigen, dass es bestimmte strukturelle und institutionelle Barrieren gibt, die eine sofortige oder einfache Umsetzung solcher Forderungen verhindern. Das ist ein wichtiger Punkt, denn es zeigt die Grenzen des demokratischen Systems und wie es manchmal von der öffentlichen Wahrnehmung oder Erwartung abweichen kann. Wenn die Leute auf die Straße gehen und den Rücktritt der Regierung fordern, können sie dies aus Frustration oder Unzufriedenheit tun. Aber es gibt bestimmte Mechanismen und Prozesse in einer parlamentarischen Demokratie, die berücksichtigt werden müssen. Das heißt natürlich nicht, dass die Stimmen und Bedenken der Bürger nicht wichtig sind, aber es zeigt, dass politische Veränderungen oft komplex und zeitaufwendig sind. Meine grundsätzliche Frage war also, oder ist: Sieht das deutsche Grundgesetz so etwas wie Neuwahlen oder Absetzen der aktuellen Regierung durch den Volkswillen? Seid gespannt auf das Resultat. Also genau zuhören. Bitte. Das deutsche Grundgesetz sieht nicht direkt die Möglichkeit vor, dass das Volk durch Neuwahlen oder durch Absetzen der aktuellen Regierung den politischen Kurs ändert. Und warum nicht, bitteschön? Ganz einfach, Freunde. Guckst du weiter. In Deutschland gibt es ein parlamentarisches System, in dem die Regierung durch den Bundestag gewählt wird. Habt ihr genau zugehört? Die Regierung wird durch das Parlament gewählt, nicht durch das Volk. Der Wechsel der Regierung erfolgt üblicherweise durch Wahlen und die darauffolgende Bildung einer neuen Koalition. Es gibt keine direkte Möglichkeit für das Volk, eine Neuwahl oder das Absetzen der Regierung auf eigene Initiative zu zwingen.
Habt ihr das verstanden? Es gibt keine direkte Möglichkeit für das Volk, eine Neuwahl oder das Absetzen der Regierung auf eigene Initiative zu erzwingen. Das nenne ich Demokratie, oder? Wusstest du das? Warum habe ich wohl auf TikTok geschrieben, dass das niemanden beeindrucken wird? Weil die das genau wissen. Und wer sind die? Die Regierung, die ihr gewählt habt. Genau das sind die. Ja, das deutsche System ist in der Tat eine parlamentarische Demokratie, aber es hat seine eigenen Mechanismen und Regeln. Es gibt keine direkte Form von plebiszitären Elementen wie in anderen Ländern. Die Entscheidungsfindung erfolgt durch gewählte Vertreter im Parlament und das Volk hat seine Stimme bei regulären Wahlen abgegeben. Es hat danach keine Macht mehr darüber. Punkt. Es ist ein komplexes System, das auf Checks und Balances setzt. Für einfache Leute wie mich hier die Übersetzung. Also, in Deutschland läuft das so. Wir haben ein parlamentarisches System. Das heißt, die Leute wählen ihre Vertreter ins Parlament und die machen dann die Entscheidungen für uns. Direkte Volksabstimmung wie in manchen anderen Ländern gibt es hier nicht. Einmal gewählt, entscheiden die Abgeordneten für uns. Einfach gesagt, das System ist kompliziert und hat viele Checks und Balances eingebaut. Georg, was bedeutet Checks und Balances bitte? Gut. Checks und Balances sind ein Konzept, das sicherstellen soll, dass keine einzelne Person oder Institution zu viel Macht bekommt. In einem System mit Checks und Balances gibt es verschiedene Mechanismen, die die Macht aufteilen und gegenseitig kontrollieren. Zum Beispiel können die verschiedenen Regierungszweige wie Exekutive, Legislative und Judikative einander überprüfen und ausbalancieren. In Deutschland bedeutet das, dass keine einzelne Gruppe oder Person die volle Kontrolle über das Land hat. Das Parlament kann die Regierung kontrollieren. Die Regierung wieder muss sich vor dem Parlament verantworten und die Gerichte können überprüfen, ob alles verfassungsgemäß abläuft. So soll sichergestellt werden, dass die Macht gleichmäßig verteilt und Missbrauch verhindert wird. Soweit die Theorie. Stimmt, in der Theorie klingt das alles ziemlich glatt und perfekt, oder? Aber in der Praxis sieht es manchmal anders aus. In realen Situationen können politische Machtspiele, Lobbyeinflüsse und andere Faktoren diese Checks und Balances durcheinander bringen oder schwächen. Also ja, die Theorie ist das eine, aber die Praxis zeigt oft die Grenzen und Herausforderungen dieses Systems auf. Und genau das ist in Deutschland aktuell auch der Fall. Ich möchte nicht auf die genau genommen nicht vorhandenen Fähigkeiten unserer Regierung eingehen. Also weiter im Text. Im Moment ist das deutsche Volk sehr unzufrieden mit der aktuellen Regierung. Was könnte, müsste und von wem ausgelöst werden, um eine aktuelle Regierung abzusetzen? Wenn eine Regierung in Deutschland abgesetzt werden soll, wäre der übliche Weg die Abwahl durch den, ganz genau zuhören bitte, Bundestag. Das Misstrauensvotum gegen die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler ist der formelle Prozess. Dafür müsste aber eine absolute Mehrheit die Mitglieder des Bundestages einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin wählen. Alternativ könne die Regierung selbst bei einer Vertrauensfrage im Bundestag scheitern. Das heißt, wenn die Regierung das Vertrauen des Parlaments verliert, könnte das zum Rücktritt oder zu Neuwahlen führen. Und hier nochmal das Schreckengespenst für all die, die glauben, wir haben eine Demokratie.
Also genau zuhören bitte. Ein Bürgerbegehren oder Volksabstimmungen zur direkten Absetzung der Regierung existieren im deutschen System nicht. Ihr könnt also so viel auf die Straße gehen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch schimpfen, wie ihr wollt, drohen, wie ihr wollt. Es wird sich nichts ändern. Warum? Guckst du weiter. Also weiter laut gedacht. Da die Mehrheit die aktuelle Regierung bildet, sieht es ziemlich mau aus, dass sich da was ändern kann, da ja die Opposition naturgemäß unterlegen ist, wegen der Stimme und so. Verstanden? Kapisch? Nicht? Also, ein weiterer Versuch, manche Menschen den Zahn der Demokratie in Deutschland zu ziehen. Die aktuelle Regierung bildet eine Mehrheitskoalition im Bundestag, was bedeutet, dass sie in der Regel über die nötigen Stimmen verfügt, um Entscheidungen durchzusetzen. Die Oppositionsparteien haben in diesem Kontext wenig Einfluss und Möglichkeiten, die Regierung direkt abzusetzen. Ein Misstrauensvotum oder eine gescheiterte Vertrauensfrage wären die formellen Wege, aber die Chancen dafür sind gering. Warum? Nun, solange die Regierungskoalition stabil bleibt, keine Chance in so einem System wie dem deutschen. Die Machtverteilung durch die Mehrheitsverhältnisse im Parlament stark geprägt ist. Aha, und wer sägt den Ast ab, in dem er sitzt? Genau, keiner. Und schon gar nicht die Volksvertreter, die Parlamentarier, die das Volk eigentlich vertreten. Ja, ich lache mich schlapp. Und die Deutschen glauben wirklich, sie haben eine Demokratie? Das zum Thema, das Volk ist der Souverän. Ja, die Frage der tatsächlichen demokratischen Beteiligung und Einflussnahme ist in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, ein komplexes Thema. Das System hier ist stark parlamentarisch geprägt, was die direkte Einflussnahme des Volkes begrenzt. Genau genommen abschneidet, sobald die Kreuzchen gemacht sind. Der Begriff, das Volk ist der Souverän, hat in diesem Kontext seine Grenzen und wird oft nur diskutiert. Es ist ein Punkt, der viele zur Reflexion über die Funktionsweise und Effizienz der Demokratie in verschiedenen Ländern bringt. Ein vereinfachtes Beispiel, um das Konzept zu verstehen. Es ist wie bei McDonald's. McDonald's ist es scheißegal, was du mit dem Food machst, nachdem du es gekauft hast. Du kannst es essen oder auch wegschmeißen. Das ist McDonald's egal. Er hat ja dein Geld. Kapisch? Genauso ist es mit den Wahlen. Sobald du dein Kreuz gemacht hast, bist du nutzlos, wertlos, nicht mehr existent. Demokratie wäre, würden die ersten stärksten Parteien in die Regierung kommen und keine Koalition wäre notwendig. By the way, in keinem deutschen Gesetz steht etwas von einer verpflichtenden Koalition. Warum wohl nicht? Und ihr nehmt es seit Jahren einfach so hin? Es gibt keine Demokratie in keinem Land dieser Welt. Punkt. Die Debatte darüber, inwieweit die existierenden Systeme als echte Demokratien gelten können, ist tatsächlich weitreichend und wird von vielen Seiten diskutiert. Es gibt immer Argumente für und gegen die Demokratie in verschiedenen Formen und Ausprägungen. Es ist ein komplexes Thema, das viele Aspekte wie Bürgerbeteiligung, institutionelle Strukturen und Machtverhältnisse berührt. Das Debattieren wäre ja okay, ist auch okay. Darum geht es mir aber nicht. Mir geht es darum, dass behauptet wird, ein Land sei demokratisch, wenn es das definitiv nicht ist, etymologisch nicht und denotativ nicht.
Kannst du mir folgen? Die Etymologie und die genaue Bedeutung des Begriffs Demokratie können von Land zu Land und von System zu System unterschiedlich interpretiert werden. Wenn die Realität einer Regierungsform nicht mit dem übereinstimmt, was als Demokratie bezeichnet wird, dann gibt es sicherlich eine Diskrepanz zwischen der Bezeichnungen und der tatsächlichen Praxis. Das ist ein Punkt, der oft zur Kritik und zur tieferen Untersuchung führt. Leider nicht oft genug und ohne Resultate. Wie sieht es da eigentlich mit dem Grundgesetz Artikel 2 Absatz 4 aus? Und wann genau kann dann jeder Deutsche diese Karte ziehen? Wird diese Karte jemals gezogen werden können? Gott sei Dank bin ich Grieche. Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes in Deutschland besagt, dass jeder Deutsche das Recht hat, sogar die Pflicht, Widerstand zu leisten, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Die Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels sind streng und erfordern eine ernsthafte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, in extremen Situationen, in denen das demokratische System in Frage gestellt wird oder bedroht ist, könnte dieser Artikel relevant werden. Es ist jedoch ein sehr umstrittenes und seltenes Szenario. Ich präzisiere meine Frage. Wann genau kann der deutsche Bürger das anwenden? Was versteht das Grundgesetz unter die demokratische Ordnung gefährdet? Die genaue Interpretation von die demokratische Ordnung gefährdet im Kontext des Grundgesetzes ist ein juristisch komplexes Thema und hängt von den konkreten Situationen ab. Grundsätzlich wäre es, wie ich schon oben sagte, ein sehr, sehr seltenes und extrem ungewöhnliches Szenario. In der Praxis müsste eine gravierende und offensichtliche Gefahr für die grundlegenden demokratischen Prinzipien und Institutionen bestehen, bevor Artikel 20 Absatz 4 zur Anwendung kommen könnte. Das wäre in der Regel eine Entscheidung, die von Juristen und politischen Entscheidungsträgern sorgfältig geprüft werden müsste. Aber wenn da steht, dass jeder deutsche Bürger das Recht zum Widerstand hat, dann braucht es doch dann keinen Juristen mehr, oder? Ist das nicht ein Freibrief zum Widerstand? Könnte man meinen. Könnte man. Guckst du weiter. Der Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes ist in der Tat ein bemerkenswertes und seltenes Instrument. Allerdings ist die Interpretation und Anwendung dieses Artikels nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Obwohl jeder Deutsche das Recht und sogar die Pflicht zum Widerstand hat, müsste eine ernsthafte und eindeutige Gefahr für die demokratische Ordnung vorliegen. Das bedeutet, dass nicht jeder Akt des Widerstandes automatisch gerechtfertigt wäre. Die Situation müsste ernsthaft und nachweislich die Grundlagen der Demokratie bedrohen, um diesen Artikel in Anspruch zu nehmen. Es wäre also nicht einfach ein Freibrief zum Widerstand, sondern eine Maßnahme für außergewöhnliche Umstände. Nun, jemand könnte jetzt meinen, Georg, so wie du es beschreibst, kann dieser Artikel never ever gezogen werden. Der Kandidat hat gerade eine Waschmaschine gewonnen mit digitalem Anschluss, Bluetooth und Steuerung für Smartphone. Cool, Alter. Jetzt aber bitte ernsthaft. Genau. Die Schwelle für die Anwendung von Artikel 20 Absatz 4 ist extrem hoch. Und es wäre äußerst selten, dass er tatsächlich zur Anwendung kommt. Die Bedingungen für einen Widerstand in diesem Sinne sind sehr, sehr streng definiert und würden nur in den extremsten Umständen in Betracht gezogen werden.
Daher ist es in der Praxis sehr unwahrscheinlich, dass dieser Artikel je angewendet werden könnte. Na toll, zahnloser Tiger also. So könnte man es interpretieren. Verstehen. Der Artikel ist eher als ultimatives Sicherheitsnetz gedacht und würde nur in den extremsten und seltensten Fällen zur Anwendung kommen. In der Praxis ist seine Anwendung sehr unwahrscheinlich, was ihn in gewisser Weise ja zu einem zahnlosen Tiger in Bezug auf die tatsächliche Ausübung von Widerstand macht. Was hast du denn gedacht? Hast du wirklich gedacht, Deutschland ist ein demokratisches Land etwa? Echt jetzt? Und da sind wir wieder, Volksdemokratie. Ja, die Diskrepanz zwischen dem, was manche als Volksdemokratie bezeichnen würden, und der tatsächlichen Handhabung solcher Mechanismen ist oft ein Punkt der Kritik und Diskussion. Es zeigt, wie komplex und nuanciert die Realität in dem Begriff Demokratie sein kann. Wobei ja meine Urahnen sehr genau und ziemlich einfach und verständlich den Begriff beschrieben haben. Das Volk hat die Macht. Stimmt. Die einfache und klare Vorstellung, dass das Volk die Macht hat, ist eine ursprüngliche Idee von Demokratie. Im Laufe der Zeit und bla 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 und verschiedene historische Entwicklungen haben sich jedoch komplexere Systeme und Interpretationen dieses Konzeptes entwickelt. Das führt oft zu Diskrepanzen und Debatten darüber, wie demokratisch ein System tatsächlich ist. Ich wiederhole mich da sehr gerne wieder. Das Wie haben die Griechen bereits definiert. Ja, die antiken Griechen legten die Grundlagen für das Konzept der Demokratie und prägten unsere heutigen Vorstellungen davon. Für sie war die direkte Beteiligung der Bürger an der politischen Entscheidungsfindung zentral. Es ist interessant zu sehen, wie sich diese Ideale über die Jahrhunderte entwickelt und in verschiedene politische Systeme eingeflossen sind. Naja, ein griechischer Minister sagte jüngst, ein Minister kann mit einem Federstrich illegal zu legal machen. Tja, noch Fragen? Das zeigt, wie komplex und vielschichtig die Realität in der Idealdemokratie der Demokratie sein kann. Ein solcher Satz verdeutlicht, dass auch in modernen demokratischen Systemen Macht und Einfluss auf verschiedene Weisen ausgeübt werden können. Manchmal sogar in einer Weise, die die Grundsätze der Demokratie selbst herausfordert. Yep. Und deswegen haben die da oben keine Angst vor ihrem Volk. Sie werden vom Gesetz beschützt. Da könnt ihr protestieren, so viel ihr wollt. Das wird zu nichts führen. Nichts. Siehe die Reaktion von Habeck auf die Demonstration der Landwirte. Das wird kommen, was wir beschlossen haben. Punkt. Tja, die gesetzlichen und institutionellen Mechanismen bieten oft einen gewissen Schutz für diese politischen Eliten. Das kann dazu führen, dass sich die Distanz und das Vertrauensdefizit zwischen Bürgern und Regierung weiter vergrößern. Es ist ein sehr komplexes Thema, das viele Aspekte der Demokratie und Governance betrifft. Ach so, noch eine kleine Überlegung. Auch eine AfD wird da nichts ändern können, denn die Gesetze richten auch für diese Partei Grenzen, Hürden und Zäune. Nur so zum Nachdenken, warum es niemandem beidringen soll, was da so für Reden geschwungen werden. McDonald's und so. Bevor ihr euch jetzt aufregt oder mich wieder missversteht, denkt bitte daran. Kabarett ist dazu da, Themen zu beleuchten, die oft im Verborgenen bleiben. Okay. Ich mache kein Kabarett mehr. Aber ich habe immer noch eine scharfe Zunge. Aber glaubt mir, es geht mir nicht darum, jemanden niederzumachen.
Mein Ziel ist es, uns alle ein bisschen aufzurütteln, um zum Nachdenken zu bringen. Und das ist eben Teil des Spiels. Ich will keine Probleme anderer lösen. Ich will zum Denken anregen. Genau dort stechen, wo es weh tut. Ich war mal Kabarettist mit gesellschaftspolitischen Team. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, dann gehe ich ja gar nicht mehr wählen. So. Was passieren könnte, wenn keiner wählen geht, versuche ich im zweiten Teil aufzuzeigen. Macht euch also gefasst auf das politische Erdbeben in der deutschen Politiklandschaft. Also bleibt dran und seid gespannt. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, euer Georg Moratinis. Bis zum nächsten Mal.